Wasser macht nicht nur 98% eures Kaffees aus, sondern ist auch einer der Hauptgründe dafür, warum eure Kaffeemaschine den Bach runtergeht. Wenn du jetzt denkst, boah, Alter, Wasser, das Thema Kaffee ist ohnehin schon kompliziert genug, muss ich mir da echt noch Gedanken drüber machen? Leider ja. Deswegen zeige ich euch heute, wie ich und viele andere Profis zu Hause bzw. in der Arbeit ihr Wasser filtern, nämlich mit einem Festwasserfilter. Wieso kann man nicht einfach Leitungswasser nehmen? Ganz einfach deswegen, weil das Leitungswasser in den meisten Regionen einfach nicht geeignet oder verunreinigt ist. Das heißt, es ist zu hart oder die Zusammensetzung stimmt nicht. Ihr könnt natürlich auch ein Mineralwasser aus der Flasche nehmen, wobei ihr da auch aufpassen müsst. Ihr könnt einen Tischfilter nehmen, ihr könnt euch Wasser selber anmischen, wenn ihr es eine Nummer nerdiger möchtet, oder ihr geht bei euch im Coffeeshop vorbei und fragt, ob ihr dort ein bisschen Wasser haben könnt. Der Festwasserfilter ist wie gesagt die Lösung, die die meisten Profis verwenden, die auch ich verwende und die, wie ich finde, in der Anwendung relativ einfach ist, zumindest nachdem das Ganze installiert ist und einfach super Ergebnisse bringt. Am Ende des Videos werde ich euch auch noch sagen, für wen das grundsätzlich nicht geeignet ist und wer grundsätzlich ein Problem mit dem Wasserfiltern hat. Zwei kleine Disclaimer vorab. Erstens, das Filterset, was ich heute habe von BWT, das wurde mir von BWT zur Verfügung gestellt. Ganz einfach deswegen, weil ich gefragt habe, ob sie mir eins für dieses Video geben können. Sie haben gesagt ja, ich habe gesagt danke, end of story. Zweiter Disclaimer, ein Festwasserfilter sollte von einem Profi installiert werden. Einfach deswegen, wenn ihr es selber macht und es passiert irgendwas, zahlt keine Versicherung. Wenn ihr euch jetzt aber denkt, 1, 2, Risiko, wunderbar, schauen wir es uns an. Woraus besteht jetzt so ein Festwasserfilter? Was braucht man dafür? Also zum einen habt ihr eine Filterkerze. Die Größe der Kerze ist abhängig davon, wie viel Wasser ihr braucht und wie hart euer Wasser ist. Des Weiteren braucht ihr ein Anschlussset. Da gibt es komplette Sets. Man kann sich aber auch einzeln zusammenstellen, je nachdem, was man eben für Anforderungen zu Hause hat. Und an Werkzeug reicht eigentlich schon eine Rohrzange und ein Maulschlüssel. That's it. Eventuell müsst ihr das Ding noch an der Wand befestigen. Dafür bräuchtet ihr dann noch 2 Schrauben und einen Schraubenzieher. An dieser Stelle ein kurzer Werbeblock in eigener Sache. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, bitte liken, abonnieren. Das hilft mir, mit dem Kanal weiter zu wachsen. Wenn ihr mich darüber hinaus unterstützen möchtet und sagt, ich lade dich mal auf einen Kaffee ein, findet ihr unten einen Link zu Buy Me a Coffee oder zu meiner Patreon-Community, wo ich regelmäßig Kaffees und Equipment verlose, wo ich Livestreams mache. Es gibt zusätzlichen Content. Schaut da gerne mal vorbei. In dem Sinne, danke und weiter geht's. Starten wir mit der Filterkerze. Welche Filterkerze ihr braucht, das erfahrt ihr vom Hersteller selber. Wie gesagt, ich habe jetzt eine von BWT. BWT hat dafür auch extra eine App, die ladet ihr euch runter. Da tragt ihr dann ein, wie viel Wasser bzw. wie viel Kaffee trinkt ihr oder braucht ihr. Wie hart ist euer Wasser? Hierfür brauchen wir die Carbonhärte und die Gesamthärte. Dafür gibt es jeweils so Testsets, die man kaufen kann. Verlinke ich euch unten. Und dann gibt man das in die App ein und dann spuckt euch die App im Endeffekt zum einen aus, welche Filterkerze ihr braucht, eventuell auch eine Alternative dafür und sie sagt euch, welche Verschnittmenge ihr einstellen müsst. Da kommen wir gleich noch zu. In meinem Fall habe ich jetzt einen Bestmax Premium, der reichert das Wasser noch zusätzlich mit Magnesium an, was dafür sorgt, dass es ein bisschen süßer ist und der Kaffee grundsätzlich ein bisschen vollmundiger und süßer eben schmeckt. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne, ist aber einfach eine Geschmackssache. Gibt natürlich auch andere Anbieter für solche Filtersysteme. Ich habe schon viele ausprobiert, bin immer wieder zu BWT zurückgekommen, weil es mir einfach am besten schmeckt. Subjektiv müsst ihr ausprobieren. Hiermit arbeiten sehr viele Profis, macht ihr auf jeden Fall schon mal nichts falsch. Kommen wir zum Anschlussset. Wie gesagt, hier gibt es Sets, die ihr komplett bestellen könnt. In der Regel bestehen die immer aus einem Filterkopf. Das ist jetzt der Best Head Flex, den ich hier habe. Und das Set Nummer 1 verlinke ich euch auch alles unten. Gibt auch eine Liste, wo alles draufsteht, was ihr braucht. Ist der Filterkopf mit dieser Verschnitteinstellung hier oben. Hiermit könnt ihr eben angeben, wie viel Rohwasser bzw. ungefiltertes Wasser damit rein soll. In Anführungszeichen. Wie das funktioniert, komme ich gleich zu. Des Weiteren sind die Anschlussschläuche in der Regel dabei. Wichtig auch hier ist einen abschließbaren Hahn zu haben. Und dann kommt es eben darauf an, was für Anforderungen ihr grundsätzlich noch habt. Was immer dabei sein sollte, ist ein Flow-Meter oder ein Aquameter. Das ist im Endeffekt einfach ein Zähler, der zählt, wie viel Wasser da jetzt durchgelaufen ist. Dahingehend wichtig, um eben die Filterleistung des Filters abschätzen zu können, weil die eben nur eine begrenzte Filterleistung haben. Und unter Umständen braucht ihr noch einen Druckregulierer, einen Druckminderer. Ist aber in den seltensten Fällen der Fall tatsächlich, weil in Deutschland grundsätzlich Wasser, was in den Haushalt gelangt, schon druckgemindert ist. Das Problem habt ihr vor allem dann, wenn ihr irgendwie ans Gartenwasser oder sowas was anschalten möchtet. Einfach deswegen, ihr dürft maximal mit 8 Bar Druck arbeiten. Wie gesagt, kommt es in einem normalen Haushalt selten über 5 Bar. Ihr könnt aber einfach mal so einen kleinen über den Daumen gepeilten Test machen, indem ihr euch einen 10-Liter-Eimer
nehmt, das Wasser voll aufdreht, also müsst natürlich schauen, dass ihr keinen Wassersparkopf oder irgendwas dran habt, also Wasser voll aufdrehen, und wenn dieser 10 Liter Eimer innerhalb von 30 Sekunden voll läuft, dann habt ihr ungefähr 4 bis 5 Bar auf der Leitung. Sollte das deutlich schneller passieren, würde ich euch raten, einfach mal nachzumessen, entsprechende Gerätschaft zu organisieren oder das dem Profi machen zu lassen. Wie funktioniert so ein System jetzt? Relativ einfach. Ihr installiert im Endeffekt diesen Kopf unter eurer Spüle oder da, wo eben der Wasseranschluss ist. Ja? Dann nehmt ihr hier die Schraubkappe runter von dem Filter und jetzt könnt ihr den Filter einfach draufschrauben auf das ganze System. Ja? Also wie gesagt, ist im Grunde genommen Plug and Play, da muss man auch nichts zusätzlich abdichten. Ihr dreht das Ganze einfach rein und dann ist der Filter, so wie er da steht, schon mal installiert. Jetzt muss das Ganze natürlich noch an den Wasseranschluss. Wie gesagt, ihr habt einen Wassereingang, einen Wasserausgang. Das ist mit einem Pfeil hier oben auch markiert, wie rum der Wasserfluss ist. Das müsst ihr bitte berücksichtigen. Schließt es an den Wasserausgang an, ja, also je nachdem, wo ihr das Wasser anschließt. Und der andere Schlauch kommt dann im Endeffekt einfach an das Kaltwasser von eurem Wasserhahn. Dann habt ihr immer gefiltertes Wasser an eurem Wasserhahn und könnt damit sofort anfangen, Kaffee zu brühen. Es gibt natürlich auch alternative Lösungen mit sogenannten 3-Wege-Armaturen, wo ihr entweder einen zusätzlichen Hahn habt oder einfach eine zusätzliche Leitung, die irgendwie in irgendeiner Form in diesem Hahn verbaut ist. Somit könnt ihr unterscheiden, ob ihr ungefiltertes oder gefiltertes Wasser braucht. Macht vor allem dann Sinn, wenn ihr regelmäßig damit abspült, damit der Verbrauch sich einfach in Grenzen hält. Ich muss jetzt natürlich nicht erwähnen, dass ihr vorher das Wasser abdrehen solltet, wenn ihr das Ding installiert. Wenn ihr da schon ins Stocken kommt, wäre das vielleicht spätestens der Punkt, darüber nachzudenken, das in fachkundige Hände zu geben. Sobald das Ganze einmal installiert ist, habt ihr aber keinen Stress mehr damit, dann müsst ihr wie gesagt einfach nur noch diese Filterkerze rein und rausdrehen. Natürlich immer den Durchlauf im Blick halten und den Aquameter wieder resetten, wenn ihr eine neue Kerze einbaut. So eine Kerze hält euch in der Regel für 12 Monate, wenn es richtig kalkuliert ist. Nach 12 Monaten muss das Ding auf jeden Fall ausgetauscht werden. Einfach deswegen, weil die Bauteile mit der Zeit ermüden und das irgendwann undicht wird und dann habt ihr einen Wasserschaden. Eher uncool. Was kostet der Spaß jetzt? Kommt ein bisschen darauf an, wie komplex das bei euch wird, was den Einbau angeht. Dieses Filterset, was hier jetzt mit dabei ist, mit dem Kopf, den Anschlussschläuchen, der Wandhalterung, das kostet um die 115 €. Der Flow-Meter, der ist so um die 80 € und dann kommt es halt eben noch drauf an, was für zusätzliche Anschlüsse ihr braucht. Die Filterkerzen, die fangen in der Regel so bei 50 € an. Eine in der Größe, die ist bei recht hartem Wasser mit 17 Grad deutscher Härte auf ungefähr 1300 Liter ausgelegt, also eine ganze Menge, kostet um die 120 €. Das heißt, für die Erstinstallation mit dem Setup seid ihr bei ungefähr 250 bis 300 € Materialeinsatz. Das Ganze wird dann natürlich deutlich günstiger, sobald ihr das mal installiert habt, weil ihr dann eben nur noch diese Filterkerzen braucht. Ist unter Umständen sogar deutlich günstiger als eben diese Tischwasserfilter, also mit diese klasse Spritterfilter, mit dieser Kartusche, die man reinmacht. Ja, da kosten 12 Stück 70 € in der Regel. Das heißt, wenn du das einmal im Monat wechselst, bist du unter Umständen sogar teurer dran wie mit so einer Filterkerze. Für wen lohnt sich so ein Späßchen jetzt? Also im Grunde genommen für alle, die regelmäßig und viel Kaffee oder Tee trinken, einfach gefiltertes Wasser am Wasserhahn haben möchten, weil sie auch Leitungswasser gefiltert haben möchten zum Trinken und zum Kochen. Für die ist so eine Filterkartusche einfach super simpel in der Anwendung. Sie ist konstant in der Leistung, sie ist schnell. Ja, also ich bin großer Fan davon. Habe ich auch zu Hause. Wie eingangs angekündigt, gibt es eine Gruppe von Leuten, die grundsätzlich ein Problem mit ihrem Leitungswasser haben, wenn sie damit Tee oder Kaffee zubereiten möchten. Und das sind diejenigen, die eine Enthärtungsanlage verbaut haben in ihrem Haus oder Wohnung oder wo auch immer. Weil diese Enthärtungsanlagen, die funktionieren in der Regel über einen Ionentausch, was das Wasser in einer Art verändert, die maximal ungünstig ist für die Zubereitung von Heißgetränken. Und diesen Ionentausch, den können diese Filter auch nicht wieder rückgängig machen. Also ist jetzt alles sehr vereinfacht dargestellt, weil Wasserchemie, da gibt es wirklich krasse Bücher drüber, will ich jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen. Aber grundsätzlich habt ihr dann wirklich ein Problem. In dem Fall wirklich Mineralwasser nehmen oder Wasser selber anmischen, ist mittlerweile auch eine einfache Geschichte. Oder ihr fragt einfach in Cafés oder Röstereien, ob die euch ein bisschen Filterwasser geben können. Abschließend, ohne jetzt zu tief in die Wasserchemie eintauchen zu wollen, was ist der Wert, den ihr ungefähr haben solltet in eurem Wasser? Zwischen 2 und 6 Grad deutsche Härte ist für Espresso optimal, eventuell sogar 8 Grad. Darüber kalkt euch eure Maschine einfach sehr schnell zu. Für Filterkaffee kann es sogar noch ein bisschen weicher sein, das Wasser, so 1 bis 4 Grad deutsche Härte und dann seid ihr in einem ganz guten Bereich. Wenn euer Leitungswasser das hergibt, könnt ihr euch auch ein Filtersystem sparen. Wenn nicht, solltet ihr eben drüber nachdenken.
In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video weitergeholfen hat. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, unten in die Kommentare, sehr gerne, schaue ich mir immer an. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video sehen. Bleibt am Ball, bis dahin, gute Zeit, ciao.